Hallo, heute und vielleicht auch in den nächsten Tagen, kommt natürlich darauf an, wie schwierig es wird, werde ich versuchen, in meine schöne Bell 412 einen Lasthaken einzubauen. So, weiter geht's mit der, ja, wie soll ich sagen, Abdeckhaube von der Mechanik. Die muss natürlich runter, weil ich ja an den Empfänger und die Verkabelung ran muss. Außerdem weiß ich auch gar nicht mehr, ob ich überhaupt einen freien Steckplatz habe auf meinem Empfänger. Wenn nicht, muss ein größerer Empfänger rein. Das bedeutet natürlich wieder noch mehr Umbauarbeiten, Programmierung. Darum hoffe ich, dass da noch ein Kanal frei ist. Ist ehrlich gesagt schon etwas länger her, dass ich da reingeschaut habe. So, wie ich gerade sehe, habe ich Glück. Es ist noch ein Kanal frei, der Kanal 7. An meinem Spektrum-Empfänger, 9-Kanal-Empfänger. Ja, was kann ich sagen? Seht ihr selber. Ein Haufen Servos, Direktanlenkung, ohne Umlenkhebel. So hat man das damals gebaut. Das ist der alte, wunderbar funktionierende GY240 Kreisel. Tja. Jetzt geht es dann unten innen drin weiter. So, als nächstes kommen die Schiebetüren raus, damit ich möglichst viel Zugang habe zur Zelle. So, die erste. Die zweite. Jetzt müssen die ganzen Zugangsdeckel rausgeschraubt werden. Hier unten der Deckel, vorne im Cockpit
ein Haufen Schraubarbeit. Was ich noch gar nicht gezeigt habe, das ist der Lasthaken, so schaut er aus, den will ich einbauen. Mal schauen, ob es funktioniert. So, darunter seht ihr jetzt hier meinen Telemetriesender und einen Haufen Kabel. Aber was mir gerade einfällt ist, ich habe noch gar nicht am Rumpf, auf der Rumpfunterseite markiert, wo der Lasthaken eigentlich hin soll. Dazu muss ich nämlich den Hubschrauber an die Decke hängen, damit ich sehe, welcher Punkt direkt unterhalb vom Hauptrotormast liegt. Das mache ich jetzt als erstes, bevor ich noch mehr Teile wegbaue, weil sonst stimmt der Schwerpunkt ja nicht mehr. So, der Hubschrauber hängt an der Decke und ich habe da mal versucht, ein Band runterhängen zu lassen, das parallel zum Rotormast verläuft, um zu sehen von unten, wo denn nun der Lasthaken hin soll. Und es schaut so aus, als lässt sich jetzt hier beschissen darstellen. Als ob es genau da, wo dieser Tankdeckel sitzt, der Lasthaken hin soll. Vom Schwerpunkt her. Beziehungsweise von der Linie her, wo der Schwerpunkt halt sitzt. Das werde ich natürlich nicht machen, dass ich einen Haken auf den Deckel setze, sondern ich setze ihn direkt dahinter. Das wäre dann ungefähr hier, wo er hinkommt. Dann liege ich 1,5 cm, vielleicht 2 cm hinterm Schwerpunkt. Das sollte dann beim Anheben der Last keine allzu großen Auswirkungen haben auf das Flugverhalten vom Hubschrauber. Ja, so schaut's aus. Es geht weiter, wenn er wieder am Tisch steht. Kleiner Nachtrag noch, ihr seht es natürlich, ich habe die Akkus eingebaut, damit das mit dem Schwerpunkt besser hinhaut. Und den Deckel habe ich auch oben wieder drauf gelegt, weil der wiegt schon ein bisschen was. So, wie ihr seht, der Hubschrauber steht wieder am Tisch, die Akkus sind wieder raus. Zu den Akkus habe ich mal eine Frage an euch. Ich verwende hier die SLS 5000er 40C 5S, 2 Stück. Und meine haben jetzt so um die 200 Flüge hinter sich, fangen langsam an, ein wenig dick zu werden. Und im Flug merke ich es halt über die Telemetrie von 100% bis 50% runter, halten sie ihre Spannung eigentlich nahezu konstant. Aber ab 50% muss ich eigentlich schon ans Landen denken, weil bis der Hubschrauber dann am Boden steht, bin ich bei 35% angekommen. Also ist ein rapider Absturz der Spannung dann ab 50%. Schreibt doch mal, was ihr von den Dingern haltet und was ihr verwendet. Wäre nett. So, und jetzt geht es wieder weiter mit dem Auseinanderschrauben. Gefühlte 100 Schrauben, die jetzt raus müssen, damit ich an die Innenseite vom Rumpf hinkomme.
So, der Stecker muss auch noch weg vom Motorkabel. An dem Stecker war früher mal ein Lüfter angeschlossen, der den Motor gekühlt hat. Den habe ich dann aber ausgebaut und habe den Ventilator sozusagen direkt auf den Motor drauf geflanscht und habe mir damit das Gewicht vom Lüfter gespart. Den Lüfter braucht es in dem Hubschrauber, weil die motorinternen Gebläse nicht ausreichen, dann wird der Motor zu heiß. So mit dem extra Lüfterrad drauf habe ich eine Motortemperatur von 60 Grad, 60, 70 Grad maximal im Hochsommer und normalerweise 60 Grad. So, genau. Und da könnt ihr jetzt den Aufkleber unten vom Tankdeckel durchsehen, den dunklen Fleck. Und genau dahinter, da werde ich den Lasthaken hinbauen. Hier vorne, das blaue, könnt ihr sehen, das ist mein Empfängerakku. Und das weiße, was ihr da seht, das ist ein Gewicht. Das ist ein Stapel Unterlegscheiben auf einem dicken Bolzen. Das habe ich da vorne drin gebraucht, um den Schwerpunkt vom Hubschrauber einzustellen. Hier vorne innen drin, hier drin vorne sind noch viel mehr von den Gewichten drin. Sonst hätte ich den Schwerpunkt nie hingebracht von dem Hubschrauber. Ja, jetzt geht es eigentlich damit weiter, Löcher zu bohren. So, hier habe ich jetzt nochmal den Lasthaken. Der ist im Übrigen selbst gebaut. So soll er funktionieren. Einfach Servo rauf, Servo runter und kommt dann da drauf geschraubt. Also das innen, der außen und innen drin kommt noch ein Holzspann eingebaut, wo ich das dann hier verschraube, dass die Last nicht auf der Zelle außen aufliegt, sondern in den Spanten verteilt wird. So der Plan. So, ich habe mir mal ein Servo rausgesucht aus der Schublade. Habe es auch schon programmiert am Ansender auf dem Kanal 7. So wird es dann fahren. Ich muss es natürlich noch einstellen, den Fahrweg, aber das kommt ja erst ziemlich zum Schluss.
So. So, der Lasthaken ist mal angeschraubt an die Zelle. So soll er dann funktionieren. Auf, zu. Und jetzt muss halt noch der Spand rein und das Servo. Ja, und so schaut es von innen aus. Wie gesagt, ich nehme mal an, die Servogestänge hier muss ich noch ein bisschen länger machen. Wie ihr seht, liegt es jetzt unten auf im geschlossenen Zustand. Das soll ja nicht sein. Also, aber es wird das Leichteste werden, die Stange zu verlängern. So, als nächstes muss ich den Spand zuschneiden. So, das soll ja Spand werden, der die Lasten aufnimmt. Kommt so rum rein. Dazu muss ich natürlich diese Aussparung hier in den Längsspanten hier drüben, links und rechts, da drüben und auf der Seite auch reinfräsen. Und dafür braucht man manchmal einfach Spezialwerkzeug. Ich wüsste nicht, wie ich sonst rankommen soll. So, die Löcher sind drin. Da sieht man es. Auf der anderen Seite hier schaut es natürlich genauso aus. Das ist übrigens eine Stunde vergangen ungefähr. Der Spand schaut jetzt so aus. Ergibt sich daraus, dass natürlich in die bestehende Struktur eingesetzt werden muss, und das ist jetzt nicht so einfach. So schaut das da jetzt aus. Der Spand ist drin. Es fehlt natürlich noch die Verschraubung zu dem Metallwinkel. Da schaut das dann innen drin. Schaut so aus. Man sieht es kaum, aber ich hoffe, ihr seht es. Ja, weiter geht's. So schaut das gute Stück jetzt aus, was reinkommt, wenn der Kleber dann mal ausgehärtet ist. Da kommt es rein. So, und weiter geht's. Ich habe das Servo mit dem Halter eingeklebt, das Kabel verlegt. Es geht da oben weiter. Hier dann das Kabel zum Empfänger. Und es funktioniert. Wenn ich jetzt das Servo betätige, und außen schaut es dann so aus. Tja, der Rest ist zusammenbauen. Und dann freue ich mich auf die nächsten Flüge mit Lasthaken.